Moin Leute, willkommen wieder bei einem neuen Video. Heute mal wieder mit einem Video über den verbrannten MX5. Im letzten Video bin ich hingegangen und habe auf der linken Seite den Schweller fertig gemacht, genauso wie den Kofferraum. Und ich habe es ja schon gesagt, in diesem Video werde ich jetzt hingehen und einmal die rechte Seite machen. Denn die rechte Seite sieht nicht sehr viel besser aus wie die linke Seite, ist zwar nicht verbrannt, ich muss den kompletten Kotflügel nicht abschneiden, aber ich muss ja so ziemlich die Hälfte vom Kotflügel abschneiden, weil das da alles schon sehr doll verrostet ist. Ich zeige euch mal eben ganz kurz, wie es da aussieht und dann werde ich im Prinzip direkt reinstarten und den Schweller genauso wie den Kotflügel wieder alles auseinanderschneiden, alles kaputt flexen, damit ich das im Endeffekt wieder reparieren kann, damit der MX5 wieder komplett rostfrei wird. Das ist die andere Seite, der Schweller, der ist auch komplett durch. Der war, glaube ich, schon als der MX5 noch gefahren ist, war das ja auch schon ganz gut durch. Ich kann es mal eben zeigen. Hier der Lack, den kann ich einfach so abmachen und hier auch. Also der Schweller ist ganz gut durch. Ich werde jetzt erstmal den Seitenschweller hier vorne, den werde ich abmachen, damit ich halt hier vorne dran komme. Dann werde ich hier einmal, ich denke mal so ein bisschen den Lack oder Unterbodenschutz, Steinschlagschutz, was auch immer das hier ist, abmachen und dann mal eben ganz kurz gucken, wie weit das ganze Blech verrostet ist. Ich will hoffen, dass es nur irgendwie bis hier vorne ist, weil dann muss ich nicht den kompletten Schweller neu machen. Und dann hier hinten natürlich an sich komplett gucken, wie weit der verrostet ist. Das mache ich eben, stelle euch höchstwahrscheinlich genau hier vorne hin und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wie ihr gerade im Zeitraffer gesehen habt, der Kotflügel und Seitenschweller ist jetzt auseinandergeflext. Ich habe den jetzt bis hier vorne einmal abgeschnitten, weil ungefähr bis hier vorne hat es unten gerostet. Das hat ja hauptsächlich hier unten gerostet. Hier war das nicht so schlimm, also hier vorne war es nicht so schlimm, aber hier unten hat er schon sehr stark gerostet. Ich habe ein bisschen mehr weggeschnitten, einfach nur damit ich nicht irgendwie auf Rost schweiße, sondern auf richtigem Metall. Wie man hier sieht, das Ganze ist vernünftiges, blankes Metall. Ich bin hier hinten auch hingegangen, habe das Ganze ein bisschen höher geschnitten, damit ich das halt auch wieder da ersetzen kann, wo es keinen Rost mehr hat, sprich richtiges Metall, nicht irgendwie auf Rost schweißen, weil das habe ich auf der anderen Seite gemacht. Das war nicht klug, das hat nur unfassbar doll genervt und im Endeffekt musste ich dann noch mehr wegschneiden. Hier vorne habe ich das auch nochmal ein bisschen weiter aufgeschnitten, weil ich hatte ja die Kotflügelverbreiterung erst ja nicht mit richtigen nicht mit diesen Gewinde einsetzen, sondern ich habe die mit Muttern festgemacht und um hier vorne eine Mutter reinzukriegen, musste ich hier ein Loch reinbohren, was im Endeffekt relativ dumm war. Ich weiß nicht, warum ich da nicht einfach diese Gewindeeinsätze genommen habe. Ich meine, ich kannte die bis dato noch nicht, aber ja, macht, wenn ihr Fenderflares dran haut oder irgendwas an Whitebody, nimmt da Gewindeeinsätze. Das ist sehr, sehr viel leichter und im Endeffekt spart euch das sehr, sehr viel Arbeit. Auf jeden Fall, hier muss ich noch eine kleine Platte reinschmeißen. Das werde ich als erstes machen. Dann werde ich im Prinzip genau das gleiche wie auf der anderen Seite auch machen. Hier werde ich wieder den Seitenschweller einmal ganz normal ansetzen und dann habe ich mir auch noch einen Kotflügel gekauft. Keinen kompletten Kotflügel, das ist so ein Reparaturkotflügel, der geht glaube ich irgendwie bis hier vorne, geht ja so hoch und dann hier hinten runter. Den werde ich dann hier schön einsetzen und dann sieht das Auto auf der Seite wieder so aus, wie es sein muss. Wenn ich das gemacht habe, werde ich noch hier vorne hingehen und ich hatte das, wer das Fender Flare Video geguckt hat, da habe ich das nicht so gemacht, wie man es machen sollte. Bin dann nämlich hingegangen und habe da im Prinzip einfach die Kante abgeschnitten und habe das Ganze dann nicht verschweißt und bin dann einfach mit Karosseriekleber hingegangen und habe die Kanten oder die beiden Kanten, das innere und das äußere Blech, da bin ich dann einfach hingegangen, habe da Karosseriekleber zwischen gemacht und ja, das war nicht so, wie man es machen sollte. Normalerweise sollte man hingehen und
diese Kanten, das innere Blech, also hier ist so ein inneres Blech, das sollte man normalerweise so ein bisschen einschneiden und dann mit dem äußeren Blech verbinden und das Ganze dann mit Karosseriekleber halt abdichten. Ja, ich habe das einfach nur mit Karosseriekleber abgedichtet. Es hat aber, ganz ehrlich, im Endeffekt hat es auch ganz gut gehalten. Hier werde ich, nachdem ich den Schweller und den Kotflügel gemacht habe, werde ich dann hier hingehen und da ein Blech einsetzen, genauso wie hier oben. Das werde ich dann einmal komplett schweißen, komplett dicht schweißen und dann ist diese Seite auch wieder fertig. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn ich das hier alles zugeschweißt habe und das wieder so aussieht, wie es original aussehen sollte. So, der Kotflügel, genauso wie der Schweller hier unten, ist jetzt wieder komplett fertig, von innen sowie außen. Von innen bin ich noch hingegangen, habe das Ganze so ein bisschen mit diesem Schweißlack, sage ich jetzt mal, mit dem Lack, den man überschweißen kann. Damit habe ich das noch ein bisschen voll gesprüht, damit mir das da innen drin jetzt nicht in den nächsten Tagen wegrostet. Weil bevor ich da im inneren Kotflügel und Seitenschweller, bevor ich da jetzt so eine Versiegelung rein sprühe, wird das noch ein paar Tage dauern. Deswegen da sollte das auch nicht in nächster Zeit rosten. Und hier außen bin ich jetzt auch soweit fertig. Beziehungsweise, ja, nicht ganz fertig, aber ich bin schon fortgeschritten. Ne? Ich habe den jetzt hier oben einmal angeschweißt, genauso wie hier vorne, einmal die Kante und dann bis hier runter. Es ist noch nicht alles geflext und alles angepasst, so wie es sein soll, aber so ist es erstmal vorerst fertig, sage ich jetzt mal. Ja, ich habe das bis hier oben weggeschnitten. Eigentlich wollte ich das nur bis hier unten wegschneiden, damit ich halt nicht diese Kante hierzu anpassen muss und sowas. Das hat aber nicht ganz geklappt, weil das war hier hinten komplett verrostet und so. Das Ganze anzupassen war nicht so cool. Man hat zwar diese eine Einbuchtung hier vorne, wo man das hier anpassen kann, aber ja, das ist ein bisschen schwerer. Hat aber an sich ganz gut geklappt. Ich glaube, wenn man da so gerade drauf zuguckt, passt das ganz gut. Hier bin ich auch noch hingegangen, wie man hier sieht, ist das noch nicht abgeschnitten. Hier muss ich noch hingehen und das Ganze abschneiden. Da habe ich einmal die Verbreiterung hier und werde das im Prinzip einmal so hier dran halten und dann werde ich das kleine Stück hier hinten rausschneiden. Werde ich aber noch nicht jetzt machen, weil macht jetzt noch keinen Sinn. Das werde ich machen, sobald ich das Ganze hier anpassen werde und die Löcher nochmal schweißen werde und so weiter und so fort. Ich wollte eigentlich in diesem Video noch hingehen und einmal den inneren Kotflügel zu dem äußeren Kotflügel verbinden. Das werde ich aber nicht mehr in diesem Video machen, weil das Ganze so zu arbeiten, so über Kopf, das anzupassen, das zu schweißen, ist nicht so geil. Und ich werde in nächster Zeit mir etwas kaufen, womit das Ganze sehr, sehr viel einfacher wird. Dann wird der MX5 auch temporär nicht mehr hier im Zelt drin sein. Dann wird das Ganze einfacher werden. Und deswegen werde ich das Ganze hier schweißen, sobald die Vorrichtung da ist, womit das alles ein bisschen einfacher wird. Es war wieder ein Video, wo ich die ganze Zeit nur
geschliffen, geschweißt, geflext und so weiter und so fort gemacht habe. Das wird jetzt höchstwahrscheinlich in den nächsten Videos auch noch passieren. In dem nächsten Video werde ich höchstwahrscheinlich den MX5 hier aus diesem Zelt einmal rausschaffen, damit ich da vernünftig dran arbeiten kann. Einmal werde ich natürlich hingehen und diese Seite fertig machen, sprich den inneren Kotflügel genauso wie den äußeren Kotflügel verbinden, und dann werde ich hingehen, auch noch die andere Seite, den Kotflügel einschweißen, da das Ganze anpassen, da das Ganze verbinden, weil da habe ich das halt auch ausgeschnitten, muss ich nochmal den kompletten Kotflügel, einmal den fertig reparierten Kotflügel, muss ich dann wieder aufschneiden, damit ich halt die Fenderflares drüber schmeißen kann. Das werde ich noch in den nächsten 2-3 Videos machen, aber erstmal muss der MX5 hier raus. Was das für ein Gestell ist, das werdet ihr im nächsten Video sehen. Wenn es wieder über den MX5 hier geht, dann wird der MX5, wie gerade schon gesagt, nicht mehr hier im Zelt sein, sondern wird dann für einen Monat, vielleicht 1,5 Monate, vielleicht 2 Monate, ich weiß noch nicht ganz genau, kommt ganz darauf an, wie schnell ich dann mit dem MX5 vorankomme. Auf jeden Fall wird der temporär nicht mehr in diesem Zelt sein. Gucken, was ich dann hier in diesem Zelt repariere. Wie gerade schon gesagt, in diesem Video wurde wieder nur geschweißt, geflext und so weiter und so fort. Aber das sind halt die Fortschritte, die ich mit dem MX5 mache. Ich habe gesagt, ich möchte alle Fortschritte, die ich mit dem MX5 mache, einmal aufnehmen, euch zeigen. Und wenn ich jetzt hingehen würde und die ganze Seite bzw. alles einzeln schweißen würde und das in einem großen Video verpacken würde, dann würdet ihr für locker 2 Monate kein Video kriegen, weil das ist extrem viel Arbeit. Ich weiß gar nicht, wie viel ich jetzt an diesem Seitenschweller wieder gesessen habe, um das alles wieder zu reparieren, alles auseinanderzuschneiden, alles vernünftig zu machen. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr den Daumen hoch geben. Und wir sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.